Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch meine Silvestertorte 2022-23. Ich habe euch ja schon 2 Weihnachtstorten gezeigt und ich denke, ihr habt sicherlich auch schon eine gewählt, die ihr backen werdet an Weihnachten. Wenn nicht, verlinke ich euch gerne meine Weihnachtsplaylist einmal da oben auf dem kleinen i. Natürlich findet ihr das Rezept wie immer zum Ausdrucken hier unten in der Infobox direkt unter dem Video. Dann müsst ihr nicht mitschreiben. Die Silvestertorte besteht aus meinem Biskuit, verfeinert mit Orangenaroma und einer super, super zarten Silvester-Sekt-Sahnecreme und natürlich dem Spiegel. Und heute könnt ihr natürlich auch in diesem Türchen etwas gewinnen, nämlich diese wunderschöne Form. Und dafür müsst ihr auf den Blog gehen, die Gewinnfrage dort beantworten und hier auch nochmal kommentieren unbedingt. Dann habt ihr nämlich die doppelte Gewinnchance. Dafür wünsche ich euch natürlich wie immer viel Glück und wir machen uns direkt an die Zubereitung der leckeren Sekt-Sahnecreme. Zuerst möchte ich euch aber noch meinen Biskuit empfehlen. Dazu gibt es ein extra Video, das verlinke ich euch natürlich auch auf dem kleinen i und in der Infobox. Und das ist mein heller Biskuit. Den habe ich mir vorgebacken am Tag zuvor. Den werde ich mir gleich zweimal durchschneiden, dass ich 3 Böden erhalte. Der ist super, super fluffig, super hoch geworden. Und ich habe ihn mit Orangenaroma verfeinert und Orangenschalenabrieb, sodass wir einen sozusagen hellen Orangenbiskuit haben. Den könnt ihr euch auch schon mal schneiden in 3 Böden und wir werden uns jetzt erstmal um die Sekt-Sahnecreme kümmern. 12 Blatt Gelatine brauchen wir zum Stärken der Creme. Die gebe ich mir immer gerne in so eine flache Schüssel und weiche die mit kaltem Wasser ein. Selbstverständlich könnt ihr auch mit Agar-Agar stärken. Das stellen wir uns gerade beiseite, das sollte 5 Minuten einweichen, damit einfach die Gelatine weich wird. Und die Creme ist super schön leicht und luftig, da brauchen wir 500 Gramm Joghurt. Ich nehme da immer gerne so griechischen Sahnejoghurt für so eine Creme. Dazu gebe ich jetzt 200 Gramm Sekt. Und 5 Esslöffel Zucker ungefähr. Je nach Geschmack. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind so in etwa 80 Gramm. Ich kann es hier an der Waage ablesen. Und jetzt reibe ich mir noch eine halbe Bio-Orange ab. Ganz einfach, weil ich ja im Biskuit auch schon Orangenschalenaroma und Orangenschale drin habe. Und dann passt das einfach noch besser dazu. Und es gibt so eine frisch fruchtige Note. Auch zu den Mandarinen. Ungefähr die Hälfte abreiben. Schauen, dass man das Weiße nicht mit abreibt, denn das schmeckt bitter. Und natürlich sollte die Frucht zuvor heiß abgewaschen sein. Und ich gebe mir noch den Saft der halben Orange mit hinzu und reibe mir vorher die Orange ganz ab, trockne den Orangenschalenabrieb auf einem Tellerchen und so habe ich immer Orangenschale getrocknet daheim. Also den Saft der halben Orange noch hinzu. Und das alles verrühren wir uns nun miteinander. Gerne so lange verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Und ihr seht, es ist sehr, sehr flüssig und deswegen benötigen wir auch die 12 Blätter Gelatine. Sonst würde unsere Creme einfach nicht halten. Genau, das stellen wir uns gerade beiseite. Als nächstes schlage ich mir die gut gekühlte Sahne steif. 600 Gramm Sahne. Das dauert eine Weile, also bitte Geduld haben, bis sie wirklich steif ist. Das dauert mit dem Mixer schon einige Zeit, also nicht verzweifeln. Das dauert schon so 5 bis 10 Minuten, je nachdem. Wenn ihr eine Küchenmaschine habt, könnt ihr das natürlich auch in der Küchenmaschine machen. Die werden wir uns jetzt gleich unter unsere Creme heben, aber vorher müssen wir noch die Gelatine ausdrücken und an die Sektcreme angleichen. Hier haben wir unsere eingeweichte Gelatine, die 12 Blätter. Die drücken wir jetzt gerade aus zwischen den Händen. Und geben sie hier in ein kleines Gefäß oder in ein kleines Töpfchen. Und dieses Wasser schütten wir weg. Und jetzt muss die Gelatine aufgelöst werden. Man kann sie entweder auf dem Herd sanft erhitzen oder in der Mikrowelle, so wie ich es immer mache, aber wirklich nur ganz kurz, denn sie darf auf keinen Fall kochen. Weder in der Mikrowelle noch auf dem Herd. Ich hatte die Gelatine jetzt für 30 Sekunden bei 600 Watt in der Mikrowelle. Und zum Angleichen der Temperatur werde ich jetzt einfach 3 bis 6 Esslöffel von unserer Sekt-Joghurt-Creme hier hineinrühren.
Damit einfach die Temperaturen dieser beiden Flüssigkeiten sich jetzt angleichen, so ist die Gelatine jetzt auch abgekühlt genug und kann jetzt hier unter Rühren hineingegeben werden. Und jetzt fehlt nur noch unsere Sahne, die wir hier unter die Creme heben werden. Und dann ist die Creme schon fertig und wir können die Torte füllen. Die Sahne also jetzt hier auf unsere Flüssigkeit geben. Und schön unterheben. Den Rest noch hinzu. Also ihr seht, das wird eine wunderschöne sahnige Creme, sahnig prickelnd, mit einer leichten Orangennote. Jetzt ist meine Schüssel schon fast zu klein hier. Das ist wirklich viel. Also da könnt ihr auch eine 26er Torte mitmachen, auf jeden Fall. So. Oh mein Gott. Natürlich die Creme jetzt noch abschmecken, ob sie euch so süß genug ist, und wir können die Torte füllen. Da ist unser Biskuit. Gerade hier das Backpapier abziehen. Und jetzt müssen wir 3 Böden schneiden. Das heißt, wir müssen ihn zweimal durchteilen. Wir nehmen uns erstmal die Backhaut ab. Hey there, buddy. Und dadurch, dass ich den Boden gestern gebacken habe, da lässt er sich ja auch viel einfacher schneiden. So, und hier brauchen wir jetzt nochmal 2 Schnitte horizontal, damit wir 3 Böden erhalten. Dafür lege ich mir das nochmal auf, dann kann ich besser festhalten. Hopp. Der oberste Boden, den werden wir nach ganz oben legen. Und nochmal auf der Höhe. Das sind unsere Böden, wunderbar fluffig und luftig und saftig. Als erstes werde ich etwas Konfitüre auf den Boden geben, Aprikose. Es sollte einfach nur so eine dünne Schicht sein. Da könnt ihr auch Orangenmarmelade verwenden. So 2, 3 Esslöffel reichen da meist aus. Wunderbar. Das dient vor allem dazu, dass wir hier den Boden so ein bisschen zumachen und schützen vor den Früchten, die jetzt noch drauf kommen, und vor der Creme, dass sie nicht so einsickert in den Boden. Denn ich werde jetzt hier auf den Boden Mandarinen verteilen. Die habe ich mir gerade abgegossen. 2 kleine Dosen. Die könnt ihr natürlich auch in die Creme hineingeben. Aber ich finde es immer schöner, wenn sie auf dem Boden verteilt sind. Später beim Anschnitt, dann ist es irgendwie hübscher. Und da nützt uns jetzt auch die Marmelade, dass der Boden nicht so feucht wird, so schnell, dass wir ihn ein bisschen länger aufbewahren können. Natürlich gut abtropfen lassen. Und das gibt bei dieser Torte den ultimativen Frische-Kick. Natürlich könnt ihr auch Orangenfilets verwenden, das würde auch sehr gut passen. Und 2 kleine Dosen reichen so ungefähr für einen Boden, den man dann voll belegt. Wenn ihr mehr machen wollt, müsst ihr dann eben entsprechend mehr Mandarinen besorgen. Ja, wunderschön, sieht schon mal gut aus. Ganz wenige sind nur noch übrig. Jetzt stellen wir uns den Tortenring um die Torte, um den Boden. Ziehen fest, nicht zu fest. Der Boden lässt sich leicht verformen, also schauen, dass es zwar dicht ist, aber dass ihr den Boden nicht verformt, sonst bekommt ihr nämlich die anderen Böden dann nicht mehr in die Form hinein. Jetzt kommt hier 1/3 der Creme ungefähr drauf. Ich mache das immer Pi mal Daumen, aber selbstverständlich könnt ihr die Creme auch abwiegen, verstreichen. Jetzt kommt der mittlere Boden hier auf die Creme. Vorsichtig andrücken, dass alles schön gleichmäßig ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier nochmal Marmelade drauf geben.
gemacht. Wieder verstreichen. Sehr schön. Hier kommt jetzt wieder etwas von der Creme drauf. Das nächste Drittel. Verstreichen. Den letzten Boden aufgeben. Und den Rest von der Creme sollte er passen. Wenn nicht, dann ein bisschen was noch übrig lassen natürlich. Wie gesagt, die Creme reicht auch für eine 26er Torte, deswegen kann es sein, dass es für eine 24er ein bisschen zu viel ist. Und das könnt ihr dann gerne als Dessert einfach abfüllen. Wir gehen hier bis zum Rand. So, die Torte ist fertig gefüllt. Ich hatte noch etwas übrig. Da seht ihr im Hintergrund 2 Desserts stehen. Die habe ich damit einfach noch hergerichtet. Und mit dem restlichen Boden, den ich oben abgeschnitten hatte, einfach noch den Boden reingelegt, beziehungsweise ausgestochen und reingelegt. Ja, das kann man ganz gut machen. Oder eben, wie gesagt, eine 26er Form zubereiten. Und die kommt jetzt bei mir 4 Stunden mindestens. Besser natürlich immer über Nacht in den Kühlschrank, schön abgedeckt. Und dann sehen wir uns zum Spiegel herrichten und zum finalen Dekorieren wieder. Die Torte war bei mir über Nacht im Kühlschrank schön abgedeckt mit einer Haube, ist super fest geworden. Ich werde jetzt den Ring etwas lösen und ihn nach oben verschieben, denn ich möchte ja noch den Spiegel aufbringen. Bei einer 26er oder 28er Torte müsst ihr das wahrscheinlich nicht machen. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber da wird wahrscheinlich genug Platz oben bleiben noch, dass ihr den Spiegel auch ohne Verschieben des Rings noch oben aufbringen könnt. Also fürs Ringlösen einfach vorsichtig mal hier außen rumschneiden. Und da kommt unsere wunderschöne Torte. Also man könnte sie auch durchaus so schon servieren. Also da könnt ihr natürlich auch hier an der Stelle schon Schluss machen. Ich werde mir jetzt den Ring sauber machen und ihn gerade nochmal aufsetzen, sodass wir eben noch Platz für den Spiegel haben. Denn es soll ja wirklich knallen an Silvester und deswegen machen wir das ganz Besonderes. Mein Ring ist wieder sauber. Und jetzt muss ich halt schauen, dass ich ihn ein Stückchen höher ansetze, dass ich noch genug Platz habe. Am besten einfach sich am untersten Boden orientieren, wieder festmachen. So, und da seht ihr jetzt, der Ring ist einfach ein Stückchen nach oben gerückt und wir haben wieder Platz. Also es ist so ein alter Trick, falls der Ring euch mal nicht reichen sollte bei irgendeiner Torte, einfach nach oben verschieben und man hat wieder den nötigen Platz für die Höhe. Und für den Tortenspiegel werde ich jetzt einfach 200 Milliliter von dem Mandarinensaft, den habe ich mir natürlich aufgefangen, nehmen. Und nochmal 200 Milliliter von dem Jules Mum, von dem Sekt. Und da gebe ich jetzt klaren Tortenguss hinzu, und zwar 2 Päckchen. Gerade verrühren. Schäumt schön. Und nach Belieben Zucker. Ich nehme jetzt mal 2 gestrichene Esslöffel und probiere dann nachher mal, ob mir das reicht. Diese Mischung werden wir jetzt unter Rühren zum Kochen bringen. Schön rühren. Und selbstverständlich könnt ihr auch nur Sekt verwenden. Ihr müsst den Mandarinensaft nicht verwenden. Und ja, 1 Minute aufkochen und dann vom Feuer nehmen. So, und wir gießen über die Torte, am besten über den Löffel. Bisschen zu heiß war mein Guss noch. Man muss ihn ein bisschen länger abkühlen lassen. Während jetzt mein Spiegel auf dem Balkon auskühlt, werde ich mir schon mal die Sahne für die Dekoration schlagen. Ich nehme mal 250 oder 300 Gramm, damit ich einfach genug habe zum Spritzen und auch für die Seiten. Aufschlagen mit etwas Sahnefest, etwas Zucker nach Belieben. Die gut gekühlte Sahne erst immer ein bisschen anschlagen und dann erst Sahnefest und etwas Zucker nach Belieben hinzufügen.
So, die Sahne fürs Einstreichen nicht ganz so festschlagen, dann später fürs Aufspritzen der Rosetten nochmal fester aufschlagen, denn die müssen wirklich sitzen und fürs Einstreichen braucht man die Sahne nicht ganz so fest zu schlagen. Merry Christmas, baby. Und ich merke gerade, ich hätte erst natürlich die Seiten machen müssen. Das macht ihr besser so, denn sonst hat man nachher das Problem, dass man eventuell an die Dekoration schon kommt. Muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also wenn ihr die Seiten dekorieren wollt, macht das bitte zuerst. Merry Christmas, honey. Und die letzte. Und jetzt könnt ihr die Seiten so lassen oder sie auch noch mit Sahne einstreichen. Wenn ihr sie mit Sahne einstreicht, dann am besten bevor ihr die Dekoration macht, weil man sonst leicht oben ankommt und es ruiniert. There's something that happens when sleigh bells are ringing when December. So, die Torte ist einmal ringsherum schön eingekleidet. Jetzt sie gerade noch einmal abziehen, vorsichtig mit der Teigkarte. Merry Christmas, baby. Und eventuell entstandene Lücken flicken. Aber es ist auch nicht so dramatisch, denn wir machen ja noch unseren Krokant außenrum. Wenn ihr wollt, ihr könnt sie natürlich auch so lassen und vielleicht mit dem Zackenkamm drumherum fahren. Also da könnt ihr wirklich variieren, wie ihr das gerne hättet. Los geht's mit dem Krokant. Wie gesagt, das ist optional, müsst ihr nicht machen. Könnt ihr auch genau so lassen. Ich drücke den einfach mit der Karte vorsichtig hier an. Ganz, ganz sanft, also nicht zu doll drücken, sonst geht eure Deko kaputt. Es ist fast eher so ein bisschen fallen lassen an der Torte. Los geht's ans finale Dekorieren. Ich habe hier solche lustigen Glückskekse, Schoko und weiße Schokolade. Ich verlinke euch die soweit möglich in der Infobox. Genauso gut könnt ihr aber auch irgendwas anderes nehmen, zum Beispiel selbstgemachte Glücksschweinchen. Wie man Glücksschweinchen macht, habe ich euch schon mal gezeigt. Ich verlinke euch das Video gerne auf dem kleinen i und ich lege meine Glückskekse nach außen an, die Rosetten an. Ganz viel Glück für alle. Da könnt ihr selbstverständlich auch Marzipan nehmen, grünes Marzipan ausstechen, kleine Marzipan-Glückskleeblätter ausstechen. Ich fand jetzt hier die Kekse ganz lustig und den letzten. Und dann möchte ich noch auf jedes Stück so einen kleinen Happy New Year Sticker. Kiss Me. Ich verlinke euch das Set in der Infobox. Dann könnt ihr schauen. Und da kommt jetzt auf jedes Stück einfach einer. So sieht mein Törtchen jetzt aus. Ich bin echt begeistert. Ich hoffe, dass es meiner Familie gefallen wird. Ein Probestück werde ich auf jeden Fall für euch abschneiden und dann friere ich die Torte bis Silvester ein. Hey there, buddy. It's just me again. Came into my mind last night, so I'm just checking in. It's been far too long now since I last saw you, my friend. So happy Christmas. Super mit den verschiedenen Schichten, einfach wunderschön. Ich kann sie jetzt nur hinlegen, denn sie ist zu schmal, um sie zu stellen. Ich probiere die Torte. Sie duftet auf jeden Fall schon mal super, super lecker nach Krokant und Sekt. Also wirklich ein Traum, schon allein der Duft und die Optik. I wonder what you're doing now. And if you're listening. Ich muss hier nachhelfen und alles auf eine große Gabel nehmen, damit ich alles auf einmal testen kann. Things could have been different, but happy Christmas. Spitzenmäßig. Schmeckt 1A traumhaft. Oh mein Gott. So fluffig und so leicht, spritzig. Gleich mal noch ein Stück probieren.
Der Biskuit ist mega, mega fluffig und sehr, sehr lecker mit dem Orangenaroma. Dann dazu die Sektcreme, ganz, ganz leicht und oben auf dieser Spiegel. Also die Komposition ist genau so richtig, müsst ihr echt so lassen. Also ein Traum. Ich sag euch, damit startet ihr fantastisch ins neue Jahr. Das war meine wunderbare Silvestertorte für das Jahr 2022. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen, euch hat das Rezept gefallen. Wenn ihr sie nachbackt, dann freue ich mich natürlich über eure Fotos. Schickt sie mir dann gerne an meinen Facebook- oder Instagram-Account. Die Links dazu findet ihr in der Infobox, wie immer. Und auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken findet ihr dort. Einfach hier unten anklicken, mehr anklicken unter dem Video direkt, dann findet ihr alles Wichtige. Für das Gewinnspiel wünsche ich euch natürlich ganz viel Glück. Vergesst bitte nicht auch hier unter dem Video zu kommentieren mit dem Hashtag SCCC22, die Gewinnfrage beantworten, dann seid ihr im Lostopf für die wunderbare Form. Nicht zuletzt wünsche ich euch ganz, ganz wunderschöne Weihnachten, fröhliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Wir sehen uns auch erst wieder im neuen Jahr, denn ich werde jetzt mit meinen 6 Kindern, meinem Ritter und dem Hund Tamino Ferien machen und so richtig schön feiern. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss! From me to you.